und Vernunft der Gefühle. In dem Fall ist der Name Programm. Schaffen Sie das so kurzfristig? Sie werden keinen Unterschied erkennen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% handelt es sich bei der Testperson um die leibliche Mutter von Carla von Lahnstein. Sie sind Francesca von Lahnstein. Ich hab's immer gewusst. Danke. Mutter, endlich sind alle Zweifel beseitigt. Tja, Carla, deine Vorsicht hatte ja doch mal etwas Gutes. Carla, auch wenn dir das jetzt schwerfällt. Das hier ist der Beweis, den du immer wolltest. Sie ist es. Ich hoffe, dass auch du irgendwann dich darüber freuen kannst, Carla. Entschuldigt mich. Alles klar. Sie schläft wieder. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Jetzt fällt's mir ein. Hier waren wir stehen geblieben. Was ist los? Das geht mir alles irgendwie ein bisschen zu schnell. Was? Das mit uns. Ja, ist es wegen David? Ja. Jetzt mach dir keine Sorgen, das macht er nicht noch einmal. Wenn du nichts dagegen hast, schlafe ich heute lieber in Lydias Zimmer. Nicht böse sein, okay? Ja, verstehe. Nein, natürlich dürfen Sie mich jederzeit anrufen, aber ich meine, das ist ja wirklich kein ernstzunehmendes Angebot. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ja, danke, auf Wiederhören. Es darf nicht wahr sein. Was darf nicht wahr sein? Die Gebote. Was denken diese Leute denn eigentlich? Wollen die nur so wenig zahlen, oder was? Wenig, das ist gelinde ausgedrückt. Ich meine, ich kann das Gemälde doch nicht für, wie heißt das nochmal, Apfel? Ein Apfel und ein Ei. Ja, genau. So wird das nie was mit der Rettung von Waldenstein. Hey, ich bin mir sicher, dass wir einen Käufer finden werden, der genau weiß, was das Ding wert ist. Und dann sind wir diesen ganzen Adelskram und den Stress mit deinem Vater los. Ich will meinen Vater nicht loswerden. Ganz im Gegenteil, er ist mir wichtig. Ich liebe ihn. Weiß ich ja. Aber Kein Aber. Mein Vater ist immer mein engster Vertrauter gewesen. Und das ist jetzt auf einmal nicht mehr so habe ich das nicht gemeint. Okay? Ich will nicht mit meinem Vater brechen. Und das werde ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Carla, möchtest du jetzt lieber alleine sein? Nicht unbedingt. Kann mir vorstellen, wie es dir jetzt geht. Ich verstehe einfach nicht, wie ich so blind sein konnte, meine eigene Mutter nicht zu erkennen. Du warst dir sicher, jahrelang, dass sie tot ist. Außerdem wurde ihr Äußeres verändert. Aber ihre Augen. Ich hätte mich doch an ihre Augen erinnern müssen. Und außerdem, da muss es doch sowas wie eine innere Verbindung zwischen uns geben.
Ich müsste sie wenigstens mögen oder mich ihr nahe fühlen. So wie Leonhard und Ansgar. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Lässt uns bitte allein. Carla, ich will dich nicht bedrängen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir irgendwann wieder wie früher miteinander umgehen könnten. Ich habe jahrelang gebraucht zu akzeptieren, dass meine Mutter tot ist. Glaub mir, ich würde nichts lieber tun, als dieses ganze unglückselige Theater ungeschehen zu machen. Tut mir leid. Ich kann das noch nicht. Und außerdem habe ich hier noch jede Menge zu tun. Das kann ja nicht alles liegen bleiben. Matthias. Was machst du denn hier im Dunkeln? Ich konnte nicht schlafen. Natalie? Weißt du, nach Katjas Tod hätte ich nie geglaubt, dass ich mich noch einmal verlieben könnte. Matthias. Jetzt ist es passiert. Und wenn es dir gut tut, ist das doch alles, was zählt. For all the souls you failed to save, and you stood tall. Now you will fall. Don't break the spell of a life been trying to do well, and you stood tall. Now you will fall. Don't break the spell of a life been trying to do well. Ich verstehe wirklich nicht, was ich hier so früh schon soll, Luise. Das wirst du gleich sehen, Papa. Wenn es sich um ein Treffen mit Herrn Mann handelt, muss ich dich enttäuschen. Ich habe nicht vor, mich mit ihm zu unterhalten. Schau doch mal. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Welches Baujahr? 47. Also doch. Fürst Waldensteig, schön, Sie hier mal zu sehen. Schön, dass du da bist. Na klar. Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee anbieten? Danke. Papa, nur einen Moment. Ich weiß nicht, was ich hier soll, Luise. Vielleicht kann dir Gregor etwas über den Helikopter erzählen? Ja, natürlich. Selbstverständlich, klar. Das ist also, der 47er ist ein echtes Liebhaberstück. Das weiß ich. Und wenn ich Sie wäre, würde ich mich ein bisschen mehr um Sie kümmern. Was genau meinen Sie damit? Zum Beispiel sind die Kraftstoffschläuche porös. Ja, da habe ich auch schon neue bestellt, aber das dauert eben, bis die geliefert werden. Ansonsten haben Sie natürlich recht. Die Teile sind porös. Ist Ihnen sonst noch was aufgefallen?
Franziska, ich muss los. Mein Flug nach Mailand geht in 2 Stunden. Oh nein. Naja, ich komme schon ohne dich klar, Schatz. Was macht Tanja denn in Mailand? Ich weiß es nicht. Moden schauen. Da wäre ich jetzt auch gerne. Guten Morgen. Morgen. Schwesterchen, gut geschlafen? Ging so, danke. Ja, dann sitze ich jetzt wieder hier. Wir haben schließlich ein neues Familienoberhaupt. Na, sieh mal einer an. Du bist ja doch nicht so renitent, wie ich dachte. Was, du bist schon auf? Sieht das nicht danach aus? Doch, doch. Willst du mit der Jolle raus? Ja. Mit Natalie. Ich weiß, ich war gestern Nacht ein bisschen komisch drauf, aber ich habe überlegt und so ein bisschen Zeit nur zu zweit ist, glaube ich, genau das Richtige. Klingt nach einem guten Plan. Naja, und das letzte Mal ist ja auch schon eine Weile her. Und du bist dir sicher, dass sich Nathalie überhaupt für Segeln interessiert? Segeln macht doch jedem Spaß. Oder etwa nicht? Was denn? Ja, ich dachte, wir beide, wir machen einen kleinen Ausflug. Ausflug? Ja, mal raus hier. Ja, klar. Warum nicht? Was soll das heißen? Der Tank ist noch in Ordnung. Das soll heißen, dass jemand wie ich, der es jetzt gerade nicht so dick hat, den erstmal nicht austauscht. Vielleicht hätten Sie sich im Vorhinein überlegen sollen, ob Sie sich eine Anschaffung wie diese überhaupt leisten können. Aber leider neigen Sie ja dazu, nur nach dem Lustprinzip zu leben und nicht einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Vielleicht sollten wir jetzt frühstücken gehen. Sehen Sie, ich denke sehr wohl an die Konsequenzen. Und deswegen verschulde ich mich nicht wegen eines unnötigen Ersatzteils wie dem Tank. Unnötige Anschaffung, ist das Ihr Ernst? Ja, ich weiß sehr wohl, was hier wichtig ist und was nicht. Und ich weiß auch, was ich hier tue. Das wage ich zu bezweifeln. Luise, kommst du? Also ich bin jedenfalls froh, dass endlich Klarheit herrscht. Ja, nach dem DNA-Test gibt es keinen Zweifel mehr. Was glaubst du? Ist unter den jetzigen Umständen unsere Ehe überhaupt noch rechtsgültig? Das werden wir sehen. Ach, Carla. Sie nimmt das alles mehr mit, als sie sich anmerken lässt. Ja, Carla steht wirklich unter Schock. Es kommen ungewisse Zeiten auf uns alle zu. Ich meine, fahr dir das doch mal rein. Dann versucht der Typ mir weiszumachen, ich bräuchte einen neuen Tank. Ich meine, guck dir den mal an, der ist doch fast wie neu, ne? Der funktioniert. Stellt mich hin, als hätte ich keine Ahnung von dem, was ich hier tue. Was bildet er sich eigentlich ein? Nur weil er irgend so ein von und zu ist. Er heißt doch gar nicht von uns zu, oder? Mir doch egal, was er ist. Jedenfalls hat er sich seine Meinung über mich gebildet. Und er ist davon nicht abzubringen. Egal, was Luise versucht, um mich ins rechte Licht zu rücken. Tja ist alles, was dir dazu einfällt. Wozu? Vergiss es. Der Fürst, der ist eben ein Idiot, okay? Hey, wir müssen nicht anfangen, so über ihn zu reden. Er ist immer noch Luises Vater. Und er hängt total an ihr und sie an ihm. Ich meine, ist ja verständlich. Sie Einzelkind, Mutter früh gestorben. Da ist das ja irgendwie klar. Aber, ja, nichts aber. Sie muss sich ja nicht für dich oder für ihn entscheiden, oder? Also wegen mir nicht. Aber sie hat anscheinend trotzdem das Gefühl. Und deswegen will sie auch nicht dieses blöde Gemälde verkaufen. Was für ein Gemälde? Verstehst du nicht? Ohne Luise kann ich mir das hier alles gar nicht mehr vorstellen. Ja, Gregor, dann jammer hier nicht so rum, sondern tu was. Ja, hast recht. Ich tu was. Es tut mir leid, Papa.
Und Gregor bestimmt auch. Ich hätte euch beide nicht so überrumpeln dürfen. Er hat nicht vorgehabt, sich mit dir zu streiten. Warum hat er es dann trotzdem? Und jetzt will ich nicht mehr über ihn reden. Ich aber, Papa. Wir sind füreinander bestimmt. So war es bei dir und Mama auch. Komm mir jetzt bitte nicht damit. Ich glaube ja, dass dieser Mensch dich irgendwie verzaubert hat. Nicht einfach nur verzaubert, Papa. Er ist etwas ganz Besonderes. Er interessiert sich nicht für mein Geld oder dafür, dass ich eine Prinzessin bin. Genau das ist das Problem. Was? Du bist Luise von Waldensteig. Und mit diesem Namen sind nun einmal gewisse Erwartungen verbunden. Aber ich kann diese Verantwortung auch tragen, auch wenn ich mit Gregor zusammen bin. Ich würde es dir so gerne glauben, mein Kind. Dann tu's doch einfach und verlang nicht von mir, dass ich mich gegen ihn entscheide. Ich kann aber nicht einfach mit ansehen, wie du dein Leben für diesen Mann wegwirfst. Nein. Das kannst du wahrscheinlich wirklich nicht. Du wirst sehen, es wird dir einen riesen Spaß machen. Bestimmt. Es ist nur, ich werde ganz schön schnell seekrank. Mach dir keine Sorgen. So hart am Wind werden wir ja nicht segeln. Ich darf vorstellen, die olle Jolle. Die ist ja ganz schön klein. Hallo Matthias. Hey Carsten, auch mal wieder hier, ja? Bei dem Wetter? Wie geht's Katja? Katja ist gestorben. An Weihnachten. Was? Ja, bei der Geburt unserer kleinen Tochter. Sie hatte die Schmerzen verheimlicht und alle Hilfe kam zu spät. Das ist ja schrecklich. Das tut mir leid. Schon okay. Ich melde mich mal, versprochen. Mach das. Matthias, bist du okay? Passiert mir nicht zum ersten Mal. Wenn du lieber allein sein willst, dann... Quatsch. Komm, wir machen jetzt das Boot startklar, okay? Ja, Carla, kommen Sie rein. ich wollte dir danken. Dafür, dass du mich als Familienoberhaupt akzeptierst. Das bedeutet mir sehr viel. Bei den Fakten blieb mir nichts anderes übrig. Trotzdem bedeutet das... Nein, das bedeutet nur, dass ich der Realität ins Auge blicke. Verstehe. Ich kann einfach nicht so tun, als wärst du nie weg gewesen. Aber das habe ich doch auch nie erwartet. Sie sind eine Fremde für mich. Und ich weiß nicht, ob sich das irgendwann ändert. Warten wir ab. Ja, warten wir es ab. Du musst den Mast nicht festhalten. Der hält auch so. Ja, dann... Komm, setz dich lieber hier hin, da bist du sicher und kannst den Segeltörn genießen. Ich helf dir. Vielleicht bleibe ich besser an Land und schau dir von dort aus Kommt zu. überhaupt nicht in Frage. Du wirst sehen, wenn wir erst mal draußen sind, bist du gar nicht mehr zurück an Land. Wenn du meinst. Ja, das meine ich. David, Lydia und Katja ist es genauso gegangen. Tja, dann hätte ich dem Segeln wohl eine Chance geben müssen. Um seine Gott, relativ viel gelernt in der Zeit. Ja. Das ist sie. Da bist du ja. Was gibt es denn so Dringendes? Ich habe nur die Lösung all unserer Probleme. Du darfst ruhig stolz auf mich sein. Darf ich vorstellen? Mechthild von Bergen, Prinzessin Luise von Waldensteig. Sehr freut. Die Freude ist ganz meinerseits, Prinzessin. Besonders, da ich die Gelegenheit erhalte, die Unvernunft der Gefühle in meine Sammlung aufzunehmen. Sie wollen das Gemälde kaufen? Genau. Ja, Mechthild ist eine Bekannte von mir und ich wusste, dass sie sich dafür interessieren würde.
Ja, schön. Ja, darauf sollten wir trinken, oder? Ich hole mal was zum Anstoßen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen überrumpelt von Ihrem Angebot. Also im positiven Sinne. Das freut mich. Ich bin Galeristin. Und ein solches Angebot, das bekommt man nicht alle Tage. Es fällt mir auch nicht leicht, mich davon zu trennen. Woher kennen Sie sich denn eigentlich? Ach, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir geschäftlich miteinander zu tun hatten. Jedenfalls war ich immer außerordentlich zufrieden mit ihm. Voila. Cheers. Cheers. Und? Habe ich dir zu viel versprochen? Nein, es ist wirklich schön hier. Du müsstest mal auf dem Meer segeln. Das ist einzigartig. Wenn der Horizont verschwimmt und du ganz alleine bist, alleine mit den Kräften der Natur. Ich wusste gar nicht, wie sehr du das Wasser liebst. Tja, dann werde ich wohl auch eine Seglerin werden müssen. Darf ich mal? Na klar, komm her. So, das gut festhalten. Okay. So, hier. Das ist Backbord. Und das ist Steuerbord. Okay. Das ist ja gar nicht so schwer. Na, für dich bestimmt nicht. Ich liebe dich. Und seit wann ist das Gemälde im Besitz Ihrer Familie? Seit seiner Entstehung im frühen 18. Jahrhundert. Beeindruckend. Warum war es in letzter Zeit in keiner Ausstellung mehr zu sehen? Unsere Sammlung wurde restauriert. Wir wollen es wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Bis auf die Unvernunft der Gefühle. Ja, genau. Glücklicherweise. Für mich. Ich bin dir ja so dankbar, dass du an mich gedacht hast.